Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Björn Torwellen hier aus den neuen Science Studios und ich habe heute hier wohl das krasseste, gehypteste Gerät unter meinen Fingern, welches in den letzten Jahren veröffentlicht worden ist. Push Standalone ist da. Ich persönlich habe gefühlt mein halbes Producerleben auf genau so ein Gerät gewartet, ausgepackt, unfassbar gehypt, wirklich. Und ob die Erwartungen, die hohen Erwartungen, meine hohen Ansprüche am Ende von diesem Teil erfüllt worden sind, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Falls ihr neu seid auf diesem Kanal, checkt auch mal unsere anderen Videos ab. Wir haben eine Vielzahl an Tutorials rund um das Thema Ableton Live. Außerdem gehen wir jeden Dienstag und Donnerstag live. Dienstags könnt ihr eure Tracks einschicken, wir geben euch Feedback und donnerstags haben wir einen Nerd Talk. In diesem Nerd Talk werden wir natürlich auch den Push nochmal richtig intensiv beleuchten. Alles, was ihr über den Push Standalone wissen müsst, findet ihr in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn das Teil hat wirklich einfach ein paar ultra krasse Features. Kommen wir zuerst zu den technischen Konfigurationen im Push. Genau. Ableton sagt, es ist nicht Push 3, sondern es ist einfach nur Push und es gibt diesen Push in zwei verschiedenen Konfigurationen. Das bedeutet, ihr könnt euch den Push kaufen als Controller oder eben als Standalone-Version. Das Coole ist, dass ihr, wenn ihr euch die Controller-Version anschafft, dann im Nachgang nachrüsten könnt und so kann jeder aus der Controller-Konfiguration auch eine Standalone-Konfiguration machen. Ich habe hier vor mir die Standalone-Konfiguration. Was bedeutet das? In diesem Push ist ein Prozessor, ein Intel i3-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Festplatte. Was mir direkt sehr positiv aufgefallen ist, dass das Teil überhaupt nicht heiß geworden ist und es auch keine krassen Lüftergeräusche gegeben hat. Ich habe mit dem Push auf meinen Beinen gearbeitet und ich hatte nicht das unangenehme Gefühl, wie das ganz schnell beim MacBook ist. Keine Ahnung, wie das läuft, wenn man das Teil richtig an die Grenzen fährt, aber in meinem Fall hat mich das schon mal sehr positiv überrascht. Was auch richtig cool ist, in dem Teil ist ein Akku, man kann damit also getrost 2-3 Stunden Musik machen, ohne dass es an einem Netzteil hängt. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil irgendwie finde ich es magisch. Wir haben hier 2 Audiokabel und ein Kopfhörerkabel. Ich stecke aber jetzt mal das Netzteil an, weil ich den jetzt schon einige Zeit im Akkubetrieb habe und damit mir das Ding nicht während des Sets abrauscht. Im Push ist ein Audio-Interface verbaut, ein Stereo-Out, ein Stereo-In, aber wir haben auch durch ADAT die Möglichkeit, den Push um weitere Ein- und Ausgänge zu erweitern. Außerdem befindet sich am Push ein Eingang für ein Class-Compliant USB-Device. Es ist also kein Problem, hier einen Controller dran anzuschließen. Das habe ich auch schon gemacht. Das funktioniert gut. Außerdem haben wir einen Anschluss fürs Netzteil, einen weiteren USB 3-Port und das Tolle ist, dass der nicht nur dafür da ist, um sich mit dem Rechner zu connecten, um den Push als Controller zu benutzen, sondern er eignet sich auch dafür, den Push mit einer Powerbank zu betreiben. Dann haben wir 2 Foot-Switch-Outs, die aber auch gleichzeitig CV-Out sind. Wir haben natürlich MIDI-In und MIDI-Out und wir haben einen Kopfhörer-Ausgang, der sich aber auch konfigurieren lässt, so dass man den rein theoretisch auch als zweiten Audio-Ausgang nutzen kann, ohne ein weiteres Audio-Interface anzuschließen. Außerdem hat der Push Wi-Fi und das ist ziemlich praktisch. Warum, werdet ihr im Laufe dieses Videos noch erfahren. Ach übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst doch mal ein Like da und ihr könnt uns total unterstützen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch noch die Glocke aktiviert. Denn mit der Glocke könnt ihr selber bestimmen, was euch der YouTube-Algorithmus in den Feed spielt. Also eine Glocke für mehr Selbstbestimmung. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Like und jeden Abo auf diesem Kanal. Was noch gesagt sein muss, ist, dass der Push, wenn man ihn jetzt als Standalone-Version kauft und man noch keine Ableton-Version hat, der Push mit einer Intro-Version läuft. Das bedeutet, man braucht, um den Push in den Standalone-Betrieb vollumfänglich nutzen zu können, auch eine Ableton Suite-Version in seinem Ableton-Benutzerkonto. Ich denke mal, die meisten werden das haben, aber wenn man sich jetzt einfach nur den Push kauft, um so einen Einstieg in Ableton zu finden, benötigt man eben auch die Ableton-Version. Dabei ist die Ableton-Intro-Version, aber richtig Spaß macht das Teil natürlich erst mit der Suite-Version, die dann eben im Benutzerkonto freigeschaltet sein muss. Und dieses Freischalten vom Push läuft relativ leicht. Man connectet den Push am Anfang einmal mit seinem Wi-Fi, in dem auch der Rechner drin hängt, auf dem euer Ableton autorisiert ist. Dann geht man auf so einen Link
meldet sich mit seinem Benutzerkonto an, dann bekommt man so einen Code auf dem Desktop-Rechner angezeigt, den gibt man hier an oder es kommt hier drauf ein Code und den gibt man am Computer an, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und dann ist das Teil im Prinzip mit deinem Ableton verbunden. Und das Geile ist, dass diese Verbindung eben auch dazu dient, hinterher eigene Racks, eigene Projekte, eigene Samples auf dem Teil draufzuschmeißen. Auch alle Packs, die ihr irgendwann mal bei Ableton gekauft habt, also diese ganzen Expansion oder Max for Live, all das, was ihr in eurem Ableton Benutzerkonto, sage ich jetzt mal, drin habt, habt ihr dann auch auf dem Push. Das finde ich schon ziemlich nice. Ich muss sagen, dass diese ganze Registrierung, das ganze Erstanschließen des Pushs ziemlich reibungslos verlaufen ist, weshalb ich jetzt auch keinen Need da drin sehe, euch das zu zeigen. Was ist anders gegenüber dem Push 2? Der Push ist ein bisschen größer. Er ist hier oben 2 cm größer oder 1 cm, würde ich eher sagen. Er ist schwerer, natürlich, da steckt ja auch viel mehr drin. Und es gibt einige Knöpfe zusätzlich. Ansonsten kommt die Anordnung einem direkt sehr vertraut vor. Was zum Beispiel neu ist, ist dieses Jogwheel hier, ultra stabil zum Navigieren. Man hat auch eben diese Links-Rechts-Möglichkeit. Hoch, runter geht nicht. Dann hat man hier nochmal einen Drehregler für die Ausgänge, Main, Out, Master, Q, Kopfhörer. Man kann auch hier drauf switchen und kann dann eben aussuchen, welchen der Ausgänge man einstellen möchte. Und wir haben hier noch einen kleinen Drehregler für Tempo und Swing. Genau. Dann gibt es hier noch einen zusätzlichen Knopf in der Navigation. Alles wird ein bisschen anders angeordnet, aber ich habe mich auch als Push-2-User sehr, sehr schnell zurechtgefunden und mich über die neuen Buttons und die neue Anordnung sehr gefreut. Was vor allem aber erwähnenswert ist, sind die Pads, denn das sind jetzt MPI-Pads. Was bedeutet das? Ihr habt nicht nur einen Druckpunkt, also Aftertouch, dass wenn ihr unterschiedlich stark auf so ein Pad drückt, dass ihr zum Beispiel die Velocity einstellt, sondern ihr müsst euch vorstellen, dass jedes dieser kleinen Pads kleine Chaos-Pads sind. Also ihr könnt auch mit dem Finger nach oben oder zur Seite. Das werde ich euch gleich noch zeigen, wie krass das funktioniert, weil auch polyphon. Ihr könnt also wirklich mit den Fingern hier die abgefahrensten Sachen machen, den Push richtig schön streicheln, einmassieren hier die Sounds. Und Wahnsinn, was da für interessante Ergebnisse beim Spiel rauskommt. Das ist auf jeden Fall interessant für Leute, die sich vielleicht auch schon mal mit diesem unterschiedlichen MPI-Keyboards von unterschiedlichen Brands wie den Rolli zum Beispiel auseinandergesetzt hat. Ich finde, hier ist es aber noch geiler umgesetzt, weil ich mag einfach das Spielen mit den Pads. Also ich würde sagen, dass das eines der größten Neuigkeiten ist für den Push, auch wenn man ihn nur als Controller nutzen möchte und ihn nicht eben in der Standalone-Konfiguration haben möchte. Ich habe den Push noch nicht als Controller getestet. Hier in dem Video geht es hauptsächlich um die Standalone-Features. Was mir außerdem aufgefallen ist, dass das Display deutlich heller ist, auch im Batteriebetrieb. Bei dem alten Push war das so ein bisschen problematisch. Da war das Display, wenn man es zum Beispiel nur über USB-Power gefahren hat, das hat ja gar keinen Batteriebetrieb, ziemlich dunkel. Hier ist das Display super hell, lässt sich aber auch problemlos einstellen. Hier über dieses Menü können wir im Prinzip alles einstellen. Unter anderem auch das Display Light, LED Brightness. Was mir aufgefallen ist, das muss ich sagen, als ich draußen gearbeitet habe, im Sonnenlicht erkennt man eigentlich kaum was. Man braucht schon ein schattiges Plätzchen, um da draußen mitzuarbeiten. Okay, kommen wir zu dem, worauf ihr jetzt alle gewartet habt, und zwar die Standalone-Features. Ich bin so überrascht, wie gut das funktioniert. Im Prinzip ist das jetzt Ableton in the Box. Es gibt da keine Limitierungen, wie man kann nur ein Reverb nutzen, nur so viele Effekte in einer Kette, sondern das Ende, die Limitierung ist der Prozessor. Wenn ihr natürlich wie bei einem Computer zu viele Effekte, zu viel macht, dann ist das Teil limitiert und kommt an seine Grenzen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie dieses Ding, ihr könnt nur 4 MIDI-Spuren machen oder 5 Audiospuren oder, sondern das hängt immer von eurer Ableton-Version ab. Aber es ist so viel damit möglich, bis ihr eben am Ende des Prozessors angekommen seid. Das geht natürlich mit ultra krassen Effektketten, MPE-Sounds dann auch relativ schnell, aber trotzdem geht der Push da los, wo manche Groovebox aufhören. Ja, das muss man einfach klar sagen, denn hier sind
alle Effekte und Instrumente plus Max for Live am Start. Ja, ich gehe hier auf eine MIDI-Spur, ich suche mir hier ein neues Device und kann mir eben hier alle Instrumente, die es in Ableton gibt, aussuchen, auswählen und dann habe ich das Instrument hier und kann es auch direkt spielen. Jedes Instrument lässt sich natürlich dann auch noch durch verschiedene Untermenüs konfigurieren, eben entsprechend, wie umfangreich das Instrument auch ist. Das Ganze funktioniert auch mit Drum Racks, mit dem Simpler, mit dem Sampler. Also alles, was Ableton kann, ist einfach hier drauf. Also jetzt ein Tutorial oder ein Video zu machen und euch alle Instrumente zu zeigen, macht überhaupt keinen Sinn. Da könnt ihr bei uns auf Sign.de jede Menge Kurse zu finden, die euch alle Effekte, alle Instrumente erklären, zum Beispiel den Ableton Guide oder auch unseren 6-monatigen Producer-Kurs. Schaut auf jeden Fall mal auf Sign.de vorbei. Dort findet ihr nämlich neben unseren Kursen auch ganz viel coole Soundpacks für Ableton, die den Push oder auch Ableton ordentlich pimpen und euch, vor allem wenn ihr Bock habt, auf so Techno, Melodic Techno, Hard Techno, richtig nach vorne bringen. Beim Arbeiten mit dem Push kam mir ganz oft so dieser Gedanke so, ach ja, das geht ja jetzt auch. Sidechain, Autopan als Sidechain nutzen. Also alle Tricks, die ihr in Ableton gelernt habt, könnt ihr einfach ohne Probleme mit dem Push anwenden. Und das war ganz oft das Problem, dass wenn ich in Grooveboxes gearbeitet habe, dass ich erstmal einen neuen Workflow finden musste, um ganz einfache, rudimentäre Dinge zu machen. Dann fehlt in manchen Grooveboxen einfach irgendein Effekt. Man hat nur einen Reverb. Oder. Das ist hier bei dem Push Standalone halt überhaupt nicht der Fall. Ihr habt halt einfach Ableton in dem Teil und das funktioniert ziemlich gut. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen den Workflow, wie gut das funktioniert. Um zum Beispiel einen Loop zu laden, wähle ich die Audiospur an, klicke dann hier auf diese Clip-Ansicht, sodass ich mir erstmal einen Clip erstellen kann, weil es ist ja jetzt noch kein Clip da. Und dann sieht man hier schon Press, dieses Symbol to load a sample. Ich klicke da drauf und kann mir jetzt aus meiner User Library oder aus der Library, die von Ableton dabei ist, also all die Samples, die ihr auch in euren Packs habt, nutzen. Ich gehe jetzt in die User Library, suche mir hier mal in Samples einen ordentlichen Kickdrum Loop. Das Pack gibt es übrigens bei uns im Shop von Mark Fenger. Sehr gute Kickdrum Loops. Nehmen wir mal einfach den hier. Und jetzt ist das auch schon geladen. Wenn ich nun hier in diese Ansicht gehe, sieht man hier auch schon den Clip und den starte ich mal. Man kann jetzt ohne Probleme in den Clip reingehen und hat dann die ganzen Funktionen, die man im Loop kennt. Ich kann also hier die Loop Position ändern. Mit Shift gedrückt kann ich ein bisschen feiner gehen. Wenn ich nicht Shift gedrückt halte, macht er das immer im ganzen Takt, also immer einen ganzen Takt. Ich kann das Ganze transponieren. Habe dann hier noch so einen Edit-Mode, in dem ich warpen kann zum Grid. Und allein das finde ich schon der Hammer. Ihr müsst euch überlegen, der Sample ist jetzt hier auf der Festplatte und damit ist Push einfach ein ziemlich geiler, vollwertiger Sampler mit Warping und es funktioniert richtig gut. Ich habe dann jetzt hier den Clip. Wenn ich jetzt mal hier in die Ansicht gehe, sehen wir hier den Clip. Wir sehen es dann auch hier nochmal. Und da ist der Clip. Okay, jetzt laden wir mal ein Drum Rack rein. Das funktioniert ähnlich. Ich drücke jetzt hier auf das Plus. Und da ist es mir öfters passiert, dass ich schon mal was überschrieben habe. Wenn ihr jetzt auf einer neuen MIDI-Spur etwas öffnen wollt, dann müsst ihr hier MIDI-Track wählen. Ich gehe jetzt hier auf Device, gehe wieder in meine User Library. Man kann natürlich hier auch bei den Drums die ganzen Kits auswählen, die ihr eben freigeschaltet habt. Die Standard-Kits, die in der Suite dabei sind oder die man sich zusätzlich noch kaufen kann. Da gibt es ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge auf Ableton. Hier mit dem Jogwheel nach rechts kommt ihr zurück und ich gehe jetzt hier auf User Library und wähle mal ein Sine Rack und zwar Total Inferno. Zack, das Ding aus. Ups. Da ist jetzt das Rack und jetzt habe ich unterschiedliche Step-Sequencer. Einige kennen die vielleicht schon aus dem Push 2. Auch das ist ziemlich cool, weil Step-Sequencer in der Groovebox sind natürlich unerlässlich. Und jetzt sage ich auch zu dem Teil schon Groovebox, weil es sich wie eine Groovebox anfühlt. Ich habe hier meine Drum-Sounds. Machen wir hier mal die Head
Und der Clip startet automatisch, sobald ich in diesem Sequencer drin bin und meine erste Note setze. Ich möchte ihn jetzt nur so lang haben. Ich kann ihn auch so lang machen. Aber ich mache ihn jetzt nur so lang. Und schon habe ich meine 16. Hi-Hat. Jetzt machen wir noch die Open-Hat dazu. Das Tempo nochmal einstellen. 135 sind wir. Nächstes Rack. Wählen wir mal einen neuen MIDI-Track. Wir gehen wieder in unsere User Library. Sine Racks, Total Inferno. Das Pack gibt es übrigens auch bei uns im Shop. Und wählen hier das Rack aus. Das ist also ein vollgemapptes Drum Rack. Jetzt gehe ich mal in den Recording-Modus. Euer Recording lässt sich dann natürlich ohne Probleme editieren. Hier in dem Clip-Modus, jetzt habt ihr hier den MIDI-Editor, könnt ihr die Loop-Länge nochmal verstellen, könnt das Ganze quantisieren, ihr könnt in den Edit-Modus jede einzelne Note über den Jogwheel anwählen, könnt sie dann entsprechend transponieren, länger machen, zum Beispiel wenn ich diese Note hier jetzt länger machen möchte, gar kein Problem, kann ich das dann eben hier machen. Funktioniert richtig, richtig gut und ich habe selten eine Groovebox gefunden, in der ich natürlich mit so einem großen Display so intuitiv arbeiten konnte, ohne dass es irgendwie sehr frickelig wurde. Macht echt extrem Spaß. Jetzt möchte ich hier drauf noch einen Reverb haben. Erstmal möchte ich es ein bisschen leiser machen, kein Problem. Ich gehe jetzt hier in diese Ansicht und habe hier Volumes, Pans und Descents. Ich mache den hier einfach ein bisschen leiser. Und da möchte ich jetzt noch ein Echo draufschmeißen, kein Problem, Audio-Effekte. Und ich nehme mir, ich habe jetzt einfach alle Ableton-Effekte, sind jetzt hier drin. Und ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne mit Stock-Plugins arbeitet. Und für mich ist das der absolute Hammer. Für euch hoffentlich auch. Machen wir noch den Hybrid Reverb dazu. Nein, es ist kein Touchscreen. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber man kann nicht alles haben. Jedes Device sehe ich dann hier oben. Also ich habe jetzt hier Total Inferno, ich habe den Echo und ich habe den Hybrid Reverb und nach nochmaligen Klick gehe ich dann in den Hybrid Reverb rein und kann dann entsprechend hier meine Einstellungen vornehmen. Ja? So. Machen wir hier nochmal einen ganz normalen Sequencer-Groove. Ja, und so geht es immer weiter. Ich zeige euch noch ein richtig cooles Feature. Und zwar suche ich mir jetzt hier ein Instrument raus. Achtung, jetzt habe ich fast was falsch gemacht. Jetzt hätte ich das wieder fast überschrieben. Da muss man aufpassen. Das heißt, wenn ich hier auf Plus drücke, immer erstmal MIDI-Track neu auswählen. Sonst hätte ich jetzt den überschrieben. Und ich nehme jetzt ein Instrument. Und hier sind ja diese wunderbaren DS-Instrumente, die mir in Ableton komplett durchgegangen sind. Und hier machen sie total Spaß. Jetzt habe ich hier einen kleinen Hi-Hat-Synthesizer, der richtig Spaß macht.
Und ich kann jetzt hier die unterschiedlichen Sequencer auswählen, die ich habe. Ich nehme jetzt den und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Hi-Hat zu spielen. Zum Beispiel hier über Repeat, ein Sechzehntel und dann kann ich schon mit Velocity arbeiten. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich drücke auf Record und so. Und jetzt seht ihr ja, habe ich hier vorne den Bereich nicht ausgefüllt. Da gehe ich in den Clip rein und ändere einfach die Startposition vom Loop und mache auch die Looplänge mal kürzer. Mache die jetzt mal viel kürzer, die Looplänge. Wirklich nur auf, dass ich 4 Stück fahre. So. Das ist nur der Teil ausgewählt. Und was ich jetzt machen kann, und das ist auch einfach der Wahnsinn. Vielleicht kennen das einige Tricklogs. Electron hat sowas. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Decay mit gedrückt halten des jeweiligen Tasters, kann ich jetzt hier den Decay-Wert einstellen. Ja. Bekommen so schon ultra krasse Grooves. Jetzt möchte ich den Erosion haben. Kein Problem. Nehme ich mir dazu. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Auch das lässt sich natürlich automatisieren, indem ihr hier auf Automate drückt, Play, jetzt Record. Und schon habt ihr diese Automation, die jetzt natürlich nur auf diesen kleinen Bereich ist. Ja? Ja, kommen wir zum nächsten krassen Punkt. Das sind die MPE-Sachen. Dazu lade ich jetzt mal wieder eine neue MIDI-Spur mit einem MPE-Instrument. Gehen wir hier auf Sounds. Da hatten wir dann auch direkt die Sortierung MPE-Sounds. Und nehmen jetzt hier mal irgend so eine Drone. Stellen hier eine Scale ein. Zum Beispiel F. Phrygisch. Und jetzt kann ich sagen, jetzt zeigt er mir nur die Noten an, die in der Scale sind. Das finde ich ein bisschen unpraktisch zum Spielen. So sind automatisch nur die Noten anwählbar, die in der Scale sind. Und ich kann dann so einen Akkord spielen. Und jetzt hört mal, was passiert, wenn ich meinen Finger bewege. Ich nehme mal einen anderen Sound, was vielleicht noch ein bisschen krasser zu hören ist. Okay, nehmen wir mal den. Achtung, ich tue den Finger drauf. Jetzt bewege ich ihn nach oben. Zur Seite. So kann ich quasi auch zwischen den einzelnen Sounds her swipen. Ja, es klingt halt anders wie jetzt geht. Und das ganze polyphon, ja. Zusammen mit ich muss sagen, das Einrichten solcher komplexen MPE-Patches oder generell Patches macht mir dann am Computer mehr Spaß. Aber das ist der nächste geile Step, wie gut das Ding mit dem Computer verbunden ist. Ich kürze das einfach ab. Ihr habt in eurer Ableton-Version, das ist die 11.3, die das dann kann, einen Ordner, der heißt Push. In diesem Push-Ordner habt ihr eure User-Library. Dort könnt ihr einfach eure Samples reinpacken, eure eigenen Racks und auch eure Projekte. Und so könnt ihr quasi immer zwischen Push hin und her switchen. Also wenn ich das Projekt jetzt haben möchte auf meinem Rechner, gehe ich hier auf Save. Das Ganze ist gespeichert. Hier heißt es auch schon Ornate Swarm. Übrigens einfach ein kleines Candy. Ableton gibt den Projekten immer Namen.
Microscopic irgendwas, Replicating the Horizon, richtig, richtig cool. So müsst ihr euch nicht um Namen Gedanken machen und eure Projekte heißen nicht Untitled 780. Ziemlich, ziemlich cool. Und dieses Projekt habt ihr jetzt automatisch auf dem Rechner, wenn euer Push mit dem Wi-Fi verbunden ist und im gleichen Wi-Fi hängt wie Ableton. Was der Push nicht hat, ist ein Arrangement. Es gibt keine Arrangement View, sondern es gibt nur diese Clip-Matrix. Eine Arrangement-Ansicht ist dann auf dem Rechner. Wenn ihr also einen Track fertig machen wollt, müsst ihr die Arrangement-Ansicht auf dem Rechner nutzen. Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Mein Fazit zum Push ist, dass es ist das Gerät, auf welches ich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Das Schöne ist, dass der Push einfach alles sein kann. Ihr wollt eine krasse Drum Machine, der Push ist es. Ihr wollt einen ultra krassen Synth, er hat einen FM-Synth, einen Wavetable, einen Analog Modeling Synth, er ist es. Ihr wollt eine Sampling Machine und wollt samplen und Loops auseinanderschmeißen, kein Problem. Ihr könnt dort komplette Tracks draufpacken, von Beatport oder whatever, und dann damit auflegen. Also der Push ist genau das, was ihr damit machen wollt. Ihr wollt einen geilen MIDI-Sequencer für euer Modular. Es geht. Gerade für das Arbeiten weg vom Rechner oder auch live auf der Bühne. Also für mich ist es vor allem live auf der Bühne das Ding. Ich kann jetzt mit einem kleinen Modular-Case und dem Push einen so geilen Live-Act fahren, wo ich sonst noch eine Drum Machine gebraucht hätte, dann vielleicht noch einen Sequencer, noch einen polyphonen Synth. Es ersetzt also auf der Bühne in the box ganz viel. Und dadurch, dass sich noch einen Controller dran anschließen lässt, ja, könnt ihr das Teil durch Fader, durch irgendwelche Potis so erweitern, wie ihr das möchtet, eben durch den Controller, den ihr dazu holt, solange der Class-compliant ist. Für mich ist es einfach es ist die geilste Maschine, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden ist, macht meiner Meinung nach ganz viel andere Geräte plötzlich obsolet. Und was ich auch sagen muss, und das ist die große Frage, die ich euch jetzt stelle, und das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben: Wenn ich mit so einem Teil auf die Bühne gehe, ist es dann eigentlich noch Doorless? Ja, und mit diesem Gedanken lasse ich euch alleine. Ich mache jetzt noch weiter mit dem Push-Musik. Ich feiere das Teil einfach hardcore. Wünsche euch einen schönen, schönen Tag und immer kreativ sein. Bis bald, euer Björn.